hatte dann auch so eine ganz spirituelle Yoga-Lehrerin mit ihren Wollsocken, die dann immer gesagt hat, es gibt für alles genau das Richtige. Du musst einfach nur drauf vertrauen. Ja? Es kommt Ja. alles genauso, wie es kommen soll. Und genauso war es dann auch. Das ist mein Mann. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Heute zu einem Speed-Interview sozusagen mit Svenja Ostwald. Svenja ist Yoga-Lehrerin, Health Coach und eigentlich diplomierte Modedesignerin. Sie lebt seit fast 10 Jahren in New York und hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht zum Thema gesunde Ernährung. Ich bin durch Zufall, wie man so schön sagt, zu Svenja gekommen und habe mir gedacht, Svenja gehört hier in den Podcast. Ich möchte sie dir vorstellen, denn ihr Leben und wie sich ihr Leben entwickelt hat und was aus ihrem Leben so geworden ist und wie das so entstanden ist einfach eine so große Inspiration für dich. Live a happy and healthy life. Es geht in diesem Interview, in dieser Podcast-Episode um Svenjas Biografie, darüber, welche Herausforderungen sie hatte, wie es dazu gekommen ist, aus Deutschland nach New York auszuwandern, wie sie eigentlich ihr Leben so umstrukturiert hat, vom Modedesign hin zu Influencerin auf Instagram und natürlich auch zu ihrem Thema, das sie da so hat, nämlich Meal Prep. Also wie kann ich letztendlich Essen so vorbereiten, dass ich gesund und glücklich bin und weniger im Stress. Wir sprechen über Loslassen, wir sprechen über Herausforderungen, die wir so haben. Wir sprechen auch über die kulturellen Unterschiede zwischen Amerika und Europa, konkret natürlich Deutschland. Wir sprechen über Tipps, die wir unserem alten Ich geben würden und natürlich auch den Ausblick nach vorne, wo es denn noch davon hingehen soll. Die Svenja, die hat ihre, wie du dann am Schluss nochmal erfahren wirst, ihre eigene Moai-Gruppe. Moai, das ist inspiriert von den Blue Zones, von den Orten auf der Welt, den 5 Orten auf der Welt, wo die Menschen am längsten und am glücklichsten leben. Und Moai bezeichnen die Japaner eine Solidargemeinschaft, sozusagen ein soziales Unterstützernetzwerk, ein lebenslanger Freundeskreis, Menschen, mit denen man alt werden und glücklich werden möchte. Vielleicht magst du auch Teil werden von Svenjas Moai. Alle weiteren Infos findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt starten wir aber erstmal mit diesem Gespräch, mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem Inspiration, Einblicke zu haben in Svenjas Leben und Biografie. Viel Spaß. Hi, jetzt sehe ich Ja. dich. Hi Svenja. Ja, wie geht's dir? Auch voll gut. Und selber? Auch gut, danke schön. Ja, super, dass es jetzt Es geklappt klappt, hat. oder? Es klappt, es klappt. Ich freue mich, dass du da bist. Hier für uns für den Podcast. Das ist total cool. Ich mag dir, Svenja, erstmal ganz kurz berichten, wie ich eigentlich zu dir gekommen bin, weil das finde ich schon fantastisch. Ich glaube ja überhaupt gar nicht an irgendwelche Zufälle. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube ja immer, es gibt eine Definitiv, Führung. ja, bin ganz bei dir. Ja, voll. Also wirklich ganz extrem. Und ich weiß noch, ich habe in meiner Mastermind mit meinen Frauen, habe ich so, dieses Auswandern nach Amerika und sich neu finden und wo kann ich überhaupt einkaufen und wo gibt es überhaupt diese Leinsamen? Ich finde diese Leinsamen nicht. Und weißt du, so viele Alltagsprobleme, die sich dann plötzlich auftun, weil man aus einer gewohnten Routine und einem gewohnten Ablauf plötzlich in was Neues reinkommt und erstmal wieder dieses ganze Gewohnheitsmäßige finden muss. Ja. Dann meinte eine meiner Mastermind-Frauen, ey, weißt du was? Zum Thema Essen musst du mal bei der Svenja auf dem Account gucken auf Instagram. Und ich so, wer ist Svenja? Wie lustig. So, ja, doch, du musst da mal hinschauen. Die macht immer so Meal Prep und das ist was für dich. Da kriegst du bestimmt raus, wie du deinen Alltag hier und wo du was kaufst und so. Dachte ich mir, muss ich gleich mal gucken bei dir auf deinem Instagram-Account und habe mir gedacht, das ist echt, es gibt keinen Zufall. Witzig. Es gibt keinen Zufall. Bin ich auch ganz bei dir, ja. Und dann ist eigentlich so meins so mehr gewesen, so,
Ah, wie spannend. Also abgesehen von deinem Meal Prep, da kommen wir gleich dazu. Wahrscheinlich Ja, eher so ein Randthema heute werden, weil alle, die hier zuhören dürfen, sind herzlich eingeladen, bei dir auf dem Account zu gucken, was du für tolle Sachen machst und für super Dankeschön. schöne Inspirationen und dein Buch und so. Da kommen wir gleich noch dazu. Was ich aber viel spannender fand und warum ich mich jetzt so freue, dass du da bist, war wirklich Mhm. so zu beobachten, wie deine Biografie ist, also wie dein Aha, Leben sich aha. verändert hat Ja. mit diesem Hinweis, so wie es ich jetzt eben auch erlebe, go with the flow und dann zu gucken, wohin führt mich eigentlich das Leben, doch Mhm. anders als erwartet, an Orte anders als erwartet und zu erkennen, was eigentlich alles so in seinem Leben oder in unserem Leben, in deinem Leben so passiert Ja, ist, was ja, mit dem du mit Sicherheit nicht so gerechnet hast, als du mal angefangen hast, Diplom-Modedesign zu ja. studieren, oder? Ja. Total, nee, also auch wie du es gesagt hast, eben, ich bin auch, ich glaube nicht an Zufall, ich glaube, alles passiert aus einem Grund und es klingt immer so ein bisschen so profan und abgehoben, aber es ist definitiv so und ich glaube, dass es für alles das richtige Timing gibt und es für alles den richtigen Moment gibt und so war es ja irgendwie bei mir auch. Ich meine, ich wollte immer Modedesignerin werden, es war mein Traum, ich habe studiert, ich habe dann darin gearbeitet. Dann kam der Punkt, wo wir eigentlich gerne Kinder wollten und nach 2 Fehlgeburten sollte es wohl nicht passieren. Und natürlich war das auch ein Moment, wo du echt dann sehr traurig bist und immer wieder, ich habe auch dann angefangen, so Yoga zu machen und hatte dann auch so eine ganz spirituelle Yoga-Lehrerin mit ihren Wollsocken, die dann immer gesagt hat, es gibt für alles genau das Richtige. Du musst einfach nur drauf vertrauen. Ja, es kommt Ja, alles genauso, wie es kommen soll. Und genauso war es dann auch. Mein Mann bekam das Jobangebot, wir sind ausgewandert und ich war quasi gezwungen zu stoppen, viel langsamer zu machen und auf einmal war ich schwanger. Und es ist einfach so, es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt. total krass. Wie hat's Ja. dir, was hat dich motiviert? Also ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen ausholen, weil Ja. meine Hörerinnen, die denken sich jetzt, wer ist Svenja Oswald eigentlich? Was macht die Was eigentlich? macht die eigentlich? Wovon reden die hier? Äh, Genau, das war jetzt so das Speed-Ablauf von deinem Leben eigentlich. Sorry, ja, bei mir ist Oder? immer Highspeed. Ja, das war Highspeed in 3 Sätzen. Aber im Prinzip, ihr hattet ein solides, schönes, nettes Leben, würde ich sagen, in Deutschland mit dem Genau. Plan, den ihr so hattet. Und dann kam das Leben dazwischen. Also so richtig so das Leben im Sinne Ja. von, du hast gerade gesagt, du Ja. hattest 2 Fehlgeburten, du hattest eigentlich einen Ja. anderen Plan fürs Leben. Und dann Mhm. hatte ich, und jetzt passiert das, was ich so meinen Frauen auch im Coaching immer wieder sage, dann hatte ich das Leben dahin geworfen, wo du hingehen solltest. Also im Das ist, Prinzip, ja. Mhm. Mhm. tja, da wurde dir was geliefert, mit dem du nicht gerechnet hast und du musstest Ja. irgendwo an der Stelle in deinem Lebensrad was verändern, damit es wieder so wird. Also es gab eine ganz große Lebens- und Lernlektion an irgendeinem Punkt Mhm. und plötzlich kam das Jobangebot. Ihr seid 2015, seid ihr nach New York ausgewandert, deswegen können wir hier auch zu einer ganz normalen, humanen Zeit dieses Interview führen. Wir sind so quasi Nachbarn, wenn man es nach dem amerikanischen Genau. Ja. Kilometerabstand oder Meilenabstand nimmt, oder? So ist jetzt Auf nicht jeden so, Fall. Ja. Washington und New York ist nicht so weit entfernt. Ja. Und dann bist du gezwungen worden, runterzuschrauben, was ich total geil finde, Ja. weil du wurdest gezwungen. Du hast deinen Job losgelassen. Also hier Mhm. geht schon los mit dem Loslassen. Ja. Und bist dank deiner coolen Yogalehrerin vielleicht auch mehr ins Vertrauen gekommen, dieses Loslassen überhaupt zu machen. Also nicht festzuhalten an dem Alten, sondern zu sagen, ich gehe jetzt in dieses neue Abenteuer rein, weil scheinbar führt mich das Ja. Leben ja jetzt dahin. Und mit Ja. diesem Loslassprozess in dir, das heißt Deutschland loslassen, da gab es sicherlich einige Struggles auf dem Weg und einige Herausforderungen. Natürlich, natürlich. Also ich meine, alles loszulassen, Job, Familie, Freunde, es war quasi alles auf eine Karte gesetzt, One Way, irgendwo hinzufliegen. Mulmiges Gefühl, absolut keine Ja. Frage. Und aber irgendwie dann das Vertrauen, dass es gut wird. Wo kam das her, das Vertrauen, dass es gut wird? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war natürlich so dieser Zauber des Neuen. Es war New York, keine Frage. Ich meine, die Stadt hat natürlich auch irgendwie so was Magisches. Ich mochte sie schon immer. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht und war absolut fasziniert von der Energie. Mhm. Und als dann dieses Angebot im Raum stand, war das ja nur für meinen Mann, also damals auch nur Freund. Wir haben dann geheiratet. Ja, Ähm, Dann wusste man natürlich auch nicht, was wird das? Ich meine, wir gehen jetzt hierher, ich habe keinen Job, ich habe eigentlich keine Berechtigung, hier zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte nur eine Aufenthaltsgenehmigung, ja, genau. keine Arbeitsgenehmigung. Und
aber irgendwie tief in mir drin dachte ich, das wird gut und das kriegen wir hin und das ist ein Abenteuer und das machen wir halt jetzt. Und zu Beginn war es auch eigentlich nur für 3 Jahre limitiert und Kommt mir mittlerweile sind es bekannt vor. 9 Jahre und es ist einfach, ja, es war, also tief in mir drin wusste ich, dass es gut werden würde und dass es natürlich wie immer Höhen und Tiefen gibt. Und aber ich glaube, es war so dieser Zauber des Neuen, einfach die Neugierde. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich glaube, das war es, was natürlich auch so der Antrieb war. Was sich jetzt aber dann bei dir total verändert hat, so auf dem Weg, ein gesundes, schönes, neues Leben zu führen, das Alte loszulassen, das Neues anzufangen, war dann, dass du dich zum Health Coach ausgebildet hast. Es ist ja, liebe Svenja, die ganz andere Richtung. Es ist ja vollkommen was ganz anderes. Vollkommen anders. Und das war, ja, wir sind nach New York gekommen und für mich war natürlich klar, ich bewerbe mich, ich suche einen Job, der mir dann eben auch eine Arbeitsgenehmigung, ein Ermöglicht. Visa sozusagen sponsort. Ja. Und das habe ich dann auch sehr ambitioniert gemacht. Ich habe dann eben meine Bewerbungsmappe fertig gemacht. In der Mode musste ja Zeichnungen zeigen. Und in diesem ganzen Prozess hatte ich dann auch Gespräche. Es gab sogar auch ein Angebot. Und dann sind wir aber relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass es natürlich nicht so richtig Sinn macht in dem Moment. Ich bin dann schwanger geworden und natürlich, mein Mann arbeitet in der Mode. Wenn ich dann auch in der Mode angefangen hätte, wäre das irgendwie alles ein bisschen absurd aus dem Ruder gelaufen mit einem Baby. Und so haben wir gesagt, okay, alles klar. Ich pausiere jetzt eben die Mode und kümmere mich erstmal um das Kind, was auch irgendwie eine witzige Entscheidung war, weil ich glaube, in Deutschland wäre ich wahrscheinlich relativ schnell wieder arbeiten gegangen, aber so sollte es dann jetzt irgendwie auch sein. Und ich habe mich dann eben Ja. um unsere Tochter gekümmert und habe irgendwie immer gewusst, ich will mich mit irgendwas selbstständig machen und wusste aber auch, dass ich mich nicht mit dem 850.000. T-Shirt-Label selbstständig machen werde, was es irgendwie schon gibt. Und so habe ich immer zu meinem Mann gesagt, es wird was auf mich zukommen und keine Ahnung, go with the flow, wie du auch gerade sagtest. Und so Mhm. war es dann eben auch. Ich hatte schon immer die Leidenschaft für gesunde Ernährung. Ich habe eine Yogalehrerausbildung dann hier in New York zu Beginn gleich gemacht, habe dann Schwangerschafts-Yoga auch unterrichtet. Hatte schon immer einfach diese Leidenschaft für gesundes Essen, habe mir immer genau angeguckt, was wir essen, gerade mit Mhm. Kindern dann. Und dann irgendwann, wie es natürlich so sein sollte, hat eine Freundin sich für eine Health Coaching Fortbildung angemeldet und hat gesagt, so, oh, das gefällt dir auch und hat mir den Link geschickt und ich habe wirklich innerhalb von einer halben Stunde angerufen, habe mich angemeldet, weil es einfach genau mein Ding war und genau der Deckel zum Topf, den ich vielleicht auch gesucht hatte immer. Und so kam dann eins zum anderen. Ich hatte dann das zweite Kind und in den Mittagsschlafpausen einfach natürlich Lust und Zeit, mich weiterzubilden. Dann kam die Pandemie und irgendwie dachte ich, ehrlich gesagt, will ich jetzt das, was ich selber mir angeeignet habe, gerne weitergeben und ich möchte gerne andere inspirieren und ich möchte gerne ich nenne es immer ein Buffet erstellen mit Genau. Inspiration, auf das Voll. jeder bedienen kann, was er will Genau so und ist bei mir auch. Mhm. ich biete die Dinge an und ich sage nicht, dass Jeder es draus alles macht. gut ist. Ja, Muss jeder für sich selber herausfinden absolut, ja. aber es ist dann dort sozusagen. Und so habe ich dann eben 2020 mit meinem Instagram-Account gestartet. Seit 2020 bist du also quasi als, ja, wie würdest du sagen, als Inspiration rund zum Thema Genau, gesunden Essen genau. unterwegs online. Mhm. Und Ja. du hast voll getroffen, würde ich sagen, oder? Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich natürlich zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, es war einfach ein Moment, wo viele von uns, gerade Mütter, Frauen, sich selber wahrscheinlich sehr aus dem Auge verloren haben. Die Pandemie kam natürlich hinzu. Ich glaube, viele haben auf einmal mit Ah, dem Gewicht krasse Zeit. gestruggelt. Genau, einfach viele hatten Covid und haben auf einmal Long-Covid-Probleme gehabt, einfach wirklich Müdigkeitserscheinungen, Erschöpfungserscheinungen. Also es kam irgendwie so viel zusammen und dass es irgendwie gepasst hat und nach wie vor eigentlich auch immer passt. Also ich glaube, das Ernährung ist natürlich auch ein Thema, was irgendwie nie aus der Mhm. Mode geht und was auch kein Trend ist. Sozusagen, genau. Wir werden uns natürlich immer ernähren, ja. Ja. Und das ist natürlich auch das, was mir irgendwie so Spaß macht, dass es immer Menschen gibt und immer Frauen gibt, die Inspiration suchen, die irgendwie an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich muss jetzt kurz was ändern und dann bin ich eben da mit meinem Inspirationsbuffet.
Dein Inspirationsbuffet, das sind ja vor allem deine Meal Prep Monday, den ich ja so schön finde, dir zuzuschauen, wie du 30 Sekunden lang zeigst, wie du deine Woche vorbereitest. Sag mal ganz Aha. ehrlich, deine Kinder, essen die auch deine coolen Meal Preps oder bleiben die bei den ganz normalen Pasta mit Tomatensauce? Genau. Also die Idee an der Meal Prep ist eigentlich entstanden, weil mein Mann geht eben ins Büro jeden Tag Ja, und holt sich natürlich für völlig überteuerte New Yorker Preise irgendwelche völlig Mittagessen. crazy. Mhm. Und dann irgendwann, ich meine, ich habe 10 Jahre im Schwabenland gelebt. Ich bin kein Schwabe. Ich habe irgendwann mein Schwabenherz hat gesagt, so, hey, das geht nicht. Du kannst nicht jeden Mittag 20 bis 30 Dollar bezahlen für einen schäbigen Salat, der wahrscheinlich Zucker in Ja, der genau. Soße hat. Keine Ahnung. Ja. Ich mache das jetzt. Und so ist das dann irgendwie so ein bisschen entstanden, dass ich das natürlich dann jeden Morgen schnell gemacht habe und mit 2 Schulkindern morgens dem Mann noch was zu essen machen. Wir haben genau von 7 bis 8 eine Stunde Zeit. Das ist Mhm. sehr, sehr knapp. Also hat Ja, sie irgendwann einfach gesagt, okay, ich muss Sonntag ein bisschen meine Morgende vorbereiten, Struktur reinbringen und habe dann so mit kleinen Schritten angefangen, habe zum Beispiel schon mal Salate gewaschen, Salatsoßen gemacht, dass ich ja. morgens einen schnellen Salat machen kann. Genau, und so ist das dann so ein bisschen, kam dann eins zum anderen, dass ich dann einfach wirklich irgendwann gedacht habe, hey, wenn ich es eh mache, kann ich vielleicht auch anderen helfen, mitzumachen. Vielleicht inspiriert auch das, ja. Und einfach die Idee, das vorzubereiten. Und meine Kinder essen das alles nicht. Das meiste, was ich vorbereite, mache ich in der Tat für meinen Mann und mich als Was super ja ist. Ich meine, wenn es euch gut geht, ne? Mhm. Mehr Energie da. Mittagessen. Genau. Und für die mache ich dann immer unterschiedlich. Die essen mittags in der Schule nicht gerne warm. Also da mache ich dann eher irgendwie einen kleinen Bagelbrötchen, immer Gemüse, immer Obst, immer irgendwie so bunt wie möglich. Aber natürlich essen die auch nicht alles, was ich mache. Das ist auch völlig okay. Aber ich möchte auch nicht alles essen, was die essen, weil ich möchte halt lieber auch mehr Gemüse essen, als es vielleicht Kinder tun. Insofern stört mich das nicht, das doppelt zu machen. Und so sind alle glücklich. Und ich muss da immer es gibt ja hier keine nicht so vergleichbare Hebammen wie in Deutschland. Es gibt dann Ja, eben Doulas und die hat ganz zu Beginn zu mir gesagt, denk immer dran, um wen musst du dich als erstes kümmern, wenn was passiert. Na, ja, natürlich ja. erst mal meine Kinder. Und dann sagt sie, nein, denk immer an die Flugzeugsituation. Die sagen immer, zieh Maske erst dir drücken. deine Atemmaske an und dann hilf deinen Kindern oder um dich rum. Aber das ist genau der Punkt, weil wenn du nicht gesund bist und glücklich bist, dann fällt das Kartenhaus zusammen. Und das ist echt so, ja, man will nicht egoistisch sein, aber natürlich auch an sich selber denken. Und deswegen ist das Meal Prep in der Tat eigentlich eher für meinen Mann und für mich. Voll gut. Ich habe tatsächlich als Frage für dich aufgeschrieben gehabt, welche Rolle spielt für dich Selbstfürsorge und Selbstliebe? Die hast du mir gerade in diesem Zusammenhang sozusagen beantwortet. Ja, Ähm, ich bin da, also das klingt natürlich immer so leicht da. Ich bin da bei dem Thema auch echt nicht so richtig gut drin. Aber ich glaube, da brauchen wir alle immer einen täglichen Reminder, uns um sich selber zu kümmern auch. Aber ja, es ist einfach in der Tat. Ich habe das auch gerade die Tage zu einer Freundin geschrieben, habe gesagt, so, hey, denk an das Flugzeug. Ja, wenn du nicht funktionierst, absolut. funktioniert gar nichts. Ja, zieh deine Ja, aus Atem. welcher Schale soll man schöpfen, wenn die Schale leer ist, gell? Wem soll ich geben, wenn ich selber für mich nicht mehr geben kann? Ja, ja, absolut. Ja. Du, welche Herausforderungen hattest du bisher auf deinem Weg? Denn, ich sage dir, wie es ist, ich habe eine Membership, da sind Frauen drin, wir haben natürlich ganz verschiedene Themen, die wir so beackern und besprechen. Und ein Mhm. Ding ist immer, oh, ich sehe beim anderen den Erfolg. Ich sehe den Erfolg, ich sehe dann quasi, was im Außen präsentiert wird, aber wir sehen ja klassisch auch für Instagram, wir sehen ja gar nicht, welche Struggles es gab, welche Herausforderungen es Ja, gab. Auch diese ja, Illusion von, was ich auch öffentlich immer wieder sage, es sind nur 15 Sekunden, was du von irgendeinem Leben siehst. Die restlichen 86.380 Sekunden siehst du nicht, was in dem Tag alles so passiert. ja, ja. Und eben am Ende sehen wir den vermeintlichen Erfolg. Wir sehen am Ende die vielen Follower oder wir sehen am Ende das Buch. Ja. Welche Herausforderungen hattest du? Und vor allem, was mich interessiert ist, was hast du daraus mitgenommen? Also worin bist du gewachsen bei diesem Weg von 2015, Umzug nach New York, Loslassen als riesen Thema. Das ist ja so unendlich groß. Und dann was Neues anzufangen und auch in was Neues hineinzuwachsen. Sowohl Mutterrolle als auch Health Coach, als auch Influencerin. Ein ganz neues Thema zu beackern. Was würdest du sagen, sind so deine vielleicht Uh. Herausforderungen, die du hattest und Top-Erkenntnisse? Also ich meine, Herausforderungen haben wir jeden Tag. Also auch wenn man das auf Instagram nicht sieht, natürlich zeige ich auf Instagram auch nicht meine kloppenden Kinder, die Ja. sich die Haare Oder die raufen. Heulanfälle, die man selber hat, gell? Genau, und die Nerven, die ich natürlich auch verliere. Und Absolut. ich glaube, was ich als Superpower habe, ich bin ein Macher, ich bin ein Ärmelhochkrempler und ein Freund nennt das immer, mag ich eigentlich den Satz, der sagt immer so, hey, du hast einfach echt Zug zum Tor. Ja, Und sehr schön.
Das trifft es ja mir ganz gut. Ich bin einfach echt ein Macher. Ich habe Ärmel hochgekrempelt und gemacht und ich habe in diversen Praktikas Klamotten im Lager gepackt. Also ich habe auch echt wirklich alles schon gemacht und bin mir für nichts zu schade, was glaube ich auch mal sehr, 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 sehr wichtig ist. Aber auch da einfach so machen und eine Freundin nennt es immer 80-20 und sagt immer so, auch mit einem gesunden Pragmatismus, irgendwie, wenn 80% stimmt und gut ist, dann machen. Und ich bin, und was wahrscheinlich in vielen Situationen gut ist, ich bin zwar ein Perfektionist, aber kein Überperfektionist. Also ich habe dann auch eben Mut zur Lücke und mache dann einfach und kann es dann unterwegs immer noch mal ausbessern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mantra oder der Tipp, den ich geben kann, ist einfach machen und anfangen, ja, weil oft ist ja so dieses, je länger man rummacht, desto schwieriger wird es, einfach so machen. Ich meine, das erste Detox-E-Book, was ich veröffentlicht habe im August 2020, wenn ich es heute anschaue, denke ich, ach du Scheiße, die Fotos, wie sah denn das aus? Es war aber völlig okay und ich habe es dann eben immer wieder verbessert und auf einmal gab es dann eben dieses Jahr ein festgebundenes Buch im Buchhandel. Ja, also deswegen ist es irgendwie so einfach, ich denke immer, Mut wird belohnt und machen und vielleicht auch mit einem gesunden Pragmatismus an die Sache rangehen und nicht überperfektionistisch sein, vielleicht. Mhm. Sag mal, Svenja, jetzt bist du ja schon so lange hier in Amerika. Würdest du sagen, das ist was typisch Amerikanisches, diese Machermentalität, die du dir vielleicht Mhm. auch abgeschaut hast oder wo du Ja. durch deinen Beruf natürlich mit Amerika, vermute ich, viel mehr verbunden warst? Ja, ich glaube in der Tat, dass ich sage das auch zu meinem Mann immer, dass ich meine, wir sind natürlich deutsch und Ja. werden immer deutsch sein, aber haben uns, glaube ich, natürlich in 9 Jahren vielleicht schon einiges Amerikanisches angeeignet. Und was ich in Amerika unfassbar beeindruckend finde, vielleicht kannst du es auch bestätigen, ist einfach die Art und Weise, wie Menschen hier motiviert werden, wie Menschen wie machen. Und bei unseren Kindern, ich nenne immer so, die sind loud and proud, weil denen wird einfach jeden Tag in der Schule so unfassbar viel Selbstwertgefühl vermittelt und Ja. empowert. Und ich glaube, das ist wirklich was ich jeden Tag erlebe. Ich habe ja wirklich viel Kontakt mit Followern. Ich habe ja auch irgendwie so WhatsApp-Communities und so und sehe es immer wieder, dass natürlich oft auch in der deutschen Mentalität ist es, oder ist jetzt auf der Seite 87 in dem E-Book ist jetzt da ein Fehler drin. Ja, dann Happens. Jo. passt. Die erste Auflage von meinem Buch hatte Fehler, bin ich durchgedreht, ist aber leider menschlich, passiert dann halt auch leider und dann tut es mir leid, aber müssen wir jetzt einfach mit umgehen und weitermachen. Ich glaube, da hast du recht, das ist vielleicht was Amerikanisches, wo man einfach sagt, okay, Kronrücken weitermachen und nicht lang an dem Fehler aufhalten, sondern eher auch ein Spruch, den ich sehr gerne mag, ist, willst du Teil der Lösung sein oder Teil des Problems sein? Mhm. Ist absoluter Hinweis für Growth Mindset oder Fixed Mindset, ne? Ja, Also ja, kann ich aus meinem Fehler lernen und nehme das, den Prozess mit und bin stolz auf mich, in diesem Prozess zu sein? Oder schaue ja. ich immer nur noch hin, was ist statisch, was hat nicht funktioniert? Falsch. Mhm, was hat nicht funktioniert? Ja. Genau. Mhm. Mhm, total Absolut. spannend. Ja, total. Ja. Und Würdest du das ist denn, ja, was, was wir natürlich dann immer, ich sage auch mal zu meinem Mann, wir nehmen irgendwie so das Beste aus den Kulturen mit, ja, weil natürlich, ich liebe ja, die deutsche Kultur, es ist pünktlich, es ist sauber, es ist irgendwie so verlässlich, das vermisse ich bei den Amerikanern total, hier ist nichts verlässlich. ja, Ähm, stimmt. aber umgekehrt hat das eben auch seinen Charme, weil es ist einfach motivierend, es ist irgendwie einfach so täglich kriegt man irgendwelche Komplimente an irgendwelchen Ecken für irgendwas, Ja, das finde unerwartet. ich total cool auch hier. Also so das ist Ja, Be Kind als Nummer eins Priorität der Amerikaner, dass sie einfach wirklich total nett sind und offen sind und du läufst an der Straße und dann sagt irgendeiner, oh, I like your dress und ich denke mir so, I hey, like your ja, shoes, genau. Und ich so, so cool, wow, danke. danke. Und Ja, ganz weil freudig, weil meine sind. diese Nichtverlässlichkeit bei den Behörden ist jetzt für mich zum Beispiel echt schwer auszuhalten, kann ich nur sagen. Das ist wirklich. Aber auch im Freundeskreis. Am Anfang, als wir neu hier waren, dieses Hey, see you tomorrow. Und ich dachte so, oh cool, wann morgen? Wir haben noch gar nichts ausgemacht. Stellt sich raus, wir sehen uns am nächsten Tag nicht, aber es war halt einfach so, okay, ciao. Ja, genau. Da lernt man eben dann auch dazu. Ja, da lernt man was, aber wirklich. Ja, Sag mal, wenn du zurückblickst, was würdest du, wenn du 10 Jahre zurückblickst, was würdest du der 10 Jahre jüngeren Svenja heute erzählen? wahrscheinlich das, was wir eingangs gesagt haben, dieses
Es gibt für alles einen Grund, es gibt für alles eine Zeit und es ist wahrscheinlich nicht immer leicht, die Geduld zu haben, aber ähm, wahrscheinlich ist das einfach genau der Punkt, dass egal was, wenn es in dem Moment nicht sein sollte, dann sollte es nicht sein. Und für mich war das eben das beste Beispiel, die 2 Fehlgeburten, die ich hatte. Man kriegt ja dann immer so schlaue Weisheiten von allen Richtungen. Und mein Vater hat dann auch zum Beispiel mir gesagt, so, hey, das war einfach, die Natur ist sehr streng und das Baby war einfach wahrscheinlich sehr krank. Und deswegen hat es die Natur quasi abgehen lassen und hat gesagt, so, nee, da kommt ein gesünderes Baby sozusagen zu dir. Und ja, wahrscheinlich ist es total was dran. Es kommt alles zu seiner Zeit dann, wenn es auch reinpasst und wenn es sein soll. Was glaubst du, erwartet dich an Veränderungen? Was kommt noch alles auf dich zu? Woran arbeitest du? Was möchtest du an dir selbst noch an Entwicklung entdecken? Wahnsinn. Veränderung hat ja immer so was Beängstigendes. Also man muss sich ja mal auf Veränderung einlassen. Und ich bin großer Fan von, also ich bin jetzt nicht so ein 5-Jahres-Planmacher oder ne? Ich bin eher Fan, es gibt ja auch diesen Spruch, mache einen Plan und mache am besten einen zweiten, weil der Genau, erste. erst wird eh nichts. Und ich glaube, dass das so die letzten Jahre mir gezeigt haben, dass statische Pläne eh nicht funktionieren und man eher einfach so day by day Mit dem Flow. go with the flow. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, das, was ich so für mich selber herausgefunden habe, was wahrscheinlich leichter ist. Und die Frage, die wir natürlich immer gestellt bekommen, werdet ihr für immer hier bleiben? Wissen wir nicht. Es gibt keinen Plan, aber das ist auch das Schöne. Und solange wir hier sind, sind wir gerne hier. Voll schön. Svenja, nochmal zu dir, weil natürlich die Hörerinnen sich denken, so, wo kann ich dich finden und so weiter. Magst du noch mal kurz was berichten zu Moai? Ja, genau. Also ich habe Hast du zum denn einen. schon, also es würde mich tatsächlich auch interessieren, hast du denn konkrete Communities in New York? Oder ist einfach deine Instagram-Community und deine WhatsApp-Community ist dein Moai? Genau, nein, ich habe in der Tat, also ich habe ja im Prinzip, habe ich ja meine persönliche Moai für mich Ja, natürlich. gefunden. Das ist natürlich ein Netzwerk aus Freundinnen, Mom-Freunden, mittlerweile natürlich überall irgendwie an der Schule, 2, 3, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Also ich glaube, dass ich für mich meine persönliche Moai sozusagen habe. Also das sind wahrscheinlich so meine Top 5 engen, auf die ich mich verlassen kann. Umgekehrt habe ich aber eben auch quasi eine virtuelle Moai gegründet. Es gibt eben eine WhatsApp-Gruppe, in der sich Frauen austauschen können. Ich habe ja eben diesen Instagram-Account, wo ich auch Inspiration teile. Insofern, ja, ich habe meine eigene Moai, aber ich habe eben auch eine Moai für andere sozusagen entwickelt. Vielleicht bräuchtest du noch mehrere dann hier so in verschiedenen Städten. Wie wäre das? Absolut, Ja? absolut. Ich habe ja Das ist diesen so Sommer. meine Vision, so in verschiedenen Das, Großstädten so ein Zentrum ja, zu haben, wo sich Eltern und Familien verbinden können. total Fand ich toll. Das total war schön. witzigerweise ist auch total ulkig, weil das war zu Beginn des Jahres 2020 hatte ich genau die Vision. Ich wollte eigentlich einen Raum mieten und genau so etwas gründen und habe mir sogar Ja. schon eine Location angeschaut. Das war im Februar 2020 und im Nachhinein denkst du, wenn ich diesen Mietvertrag damals unterschrieben hätte und die Me Pandemie hätte too. Bei gestartet. mir war es 2019, da hatte ich den Plan, Retreats anzubieten und hatte schon 2 Locations angefragt und auch schon Termine. Und dann kam alles anders. Und ich bin auch froh, dass Aber ich noch deswegen, keinen Mietvertrag unterschrieben habe und noch keine tiefere Planung gehabt hatte. Also im Kopf war alles schon fertig. Ging ja, erstmal um die Location. Location hatte ich gefunden, Zusage hatte ich und dann war es vorbei. Wahnsinn. Ja, Überleg mal. Aber aber deswegen es ist es, ich glaube, was die nicht Pandemie uns aufgeschrieben. allen gelehrt hat, ist irgendwie so flexibel Ja, zu bleiben und Wahnsinn. sich vielleicht dann eben nicht mit einer Miete zu binden. Und jetzt hatte ich eben im Sommer in Deutschland ein paar quasi so Moa-Events gemacht, eben einfach so an Cool. verschiedenen Städten. Und das war total toll und das werde ich nächstes Jahr mit Sicherheit wieder machen, weil es einfach so schön ist, eben gerade Frauen zusammen zu verbinden. Ja, Und total cool. genau, aber deswegen ja flexibel bleiben und kein Mietvertrag. Liebe Svenja, wo kann man dich finden? Wo kriegt man dein Buch her? Erzähl mal Also was dazu noch. Ich werde natürlich dann ähm, alles verlinken unten in den Shownotes. mein Buch gibt es in jedem Buchhandel auf Amazon, gibt's, also in Deutschland. Ich kann es auch hier in Amerika verschicken. Ich habe hier eine Kiste Büchern stehen. Das Buch heißt Feel Good with Food und das ist wirklich genau die Idee, einfach
wie man sich mit dem Essen besser fühlen kann. Und ich selber bin eben auf Instagram unter meinem Vor- und Nachnamen Svenja Ostwald zu finden und freue mich auch sehr. Ich beantworte auch wirklich alle Nachrichten so schnell ich kann und freue mich sehr, eben mich auch auszutauschen und neue Menschen eben In deine Community kennenzulernen. einzuladen sozusagen. Ja. Voll schön. Liebe Svenja, ich danke dir. Ich weiß, deine Zeit drängt. War Ja, schön, dass vielen du Dank, heute danke für da die warst. Einladung. Habe mich gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Ja, voll. Der Sommer sollte so sein, dass die Pause kommt und das dann einfach verschoben wird. Es war chaotisch, ja. Aber ich danke dir sehr und freue mich sehr, dass wir uns sprechen konnten und vielleicht Ja, auch mal ebenso. Grünen Saft live hier sehen. Ja, bin ich sofort dabei. Ist ja nicht weit, bist ja sozusagen Nachbarin. Ja, melde dich, wenn du da bist. Mach ich. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.